Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch wieder mal ein Vintage-Modell vorstellen, eines Herstellers, den es auch nicht mehr gibt. Und zwar habe ich mir gebraucht gekauft den GH Student 780. Das ist ein relativ alter Füllfederhalter, stammt so aus den ersten Jahren, in denen GH Füllfederhalter produziert hat. So sieht er aus. Also ganz klassisch schwarz mit goldenen Zierteilen. Und natürlich will ich euch so ein bisschen was zu der Geschichte von GH erzählen. Will euch natürlich den Füllfederhalter vorstellen und beschreiben. Danach machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am GH Student 780. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Ich sage euch, was ich bezahlt habe, was ihr ausgeben müsst, wie ihr ihn finden könnt. Und ja, ob es sich denn lohnt, diesen Füllfederhalter zu kaufen. Dann geht es jetzt hier los bei Ink Up Your Pen. Ja, so sieht er aus, der GH Student 780. Der gehört zur Regent-Serie, so zumindest habe ich es im Internet gesehen, und wurde von 1950 bis 1956 produziert. Und das erkennt ihr hieran, dieses GH-Logo. Ein bisschen näher zoomen. So. Dieses GH-Logo, das gab es nur auf der ersten Serie. Seht ihr das hier? Und später hat man das hier oben an den Clip verbannt, sage ich mal. Und daher erkennt man die erste Serie. Ja, das sind, ich sag mal, Schulfüller. Und ja, so ist eigentlich auch die ganze Geschichte rund um GH entstanden. Und zwar ist GH eine Firma, die wurde von den Gebrüder Hartmann gegründet, also daher auch der Name Gebrüder Hartmann, also GH. Und die haben 1918 angefangen in Hannover und haben dort einen Bürowarenhandel eröffnet. Und Hannover wird mit Sicherheit dem einen oder anderen von euch was sagen. Da war bereits seit 1838, da war Pelikan schon ansässig. Und es ist davon auszugehen, dass die natürlich am Anfang auch Produkte von Pelikan vertrieben haben. Und die haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, eigene Füllfederhalter herzustellen. Unter anderem den ersten Füllfederhalter mit Patronen, den haben sie 1950 rausgebracht. Und bei diesen GH-Patronen war das Besondere, dass man die doppelt verwenden konnte. Man hatte hinten die GH-Aufnahme und vorne konnte man andere Füllfederhalter bei diesen Patronen mit befüllen. Oder konnte man die in anderen Füllfederhaltern verwenden. Und in dieser Zeit, da hat dann natürlich Pelikan nachgezogen, haben die sich einen harten Konkurrenzkampf auch geliefert. Und ja, letztendlich ist GH da auf der Strecke geblieben und wurde 1990 von Pelikan übernommen. Da gab es dann, oder heute gibt es noch den Handelsnamen. In der Zwischenzeit wurden auch mal Aktenvernichter, Overhead-Projektoren und sonstige Sachen unter dem Namen GH noch vertrieben. Aber ja, das ist, wie gesagt, nicht mehr verwendet oder kaum noch verwendet von Pelikan. Und in diesem Streit, sage ich mal, oder in diesem Konkurrenzkampf zwischen GH und Pelikan konnte sich ein dritter Wettbewerber etablieren, weil die anderen mit sich selber beschäftigt waren, sage ich mal so ein bisschen. Und das ist Lamy. Aber dazu, denke ich, gibt es ja auch noch meine anderen Videos, wo ich euch so ein bisschen was dann auch zu Lamy erzähle. Und die haben dann ihren Erfolg im Schulfüllfederhalterbereich eben hier hinbekommen, weil die beiden sich da hier ein Duell, sage ich mal, geliefert haben. Ja, also wie gesagt, 1918 in Linden, das war damals noch kein Stadtteil von Hannover, ist aber 2 Jahre später Stadtteil von Hannover geworden, wurde GH gegründet. Und das, wie gesagt, ist hier so einer der
ersten Füllfederhalter, die sie so aus dem Schulfüllfederhalterbereich hergestellt haben. Ja, dann fangen wir einfach mal an und schauen uns mal die einzelnen Bestandteile an. Dazu werde ich hier nochmal ein bisschen fokussieren, dass ihr hier auch was seht. Hoppla. Ja, also wie gesagt, wir haben ja schon gesehen, dieses Kappenband finde ich sehr schön. Das hat für mich auch so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass ich mir diesen Füllfederhalter kaufe. Hier habt ihr so ein kleines Löchlein zum Druckausgleich. Und der ist schön erhalten. Schauen wir uns gleich mal den Clip an, ob der funktional ist. Ja, absolut funktional. Ihr seht es hier, da gibt es gar kein Problem. Okay, dann schrauben wir den mal auf. Mal gucken, wie viele Umdrehungen wir brauchen. Ich muss hier nochmal heute ein bisschen Schwierigkeiten damit. So, also eine, anderthalb. Nach anderthalb Umdrehungen ist der Füllfederhalter offen. Und dann schauen wir uns die Kappen mal genauer an. Den Clip haben wir schon angeschaut. Der ist funktional. Ist auch sehr gut erhalten, muss ich hier sagen. Ist Metallclip. Und ja, absolut funktional. Hier das kleine Löchlein, damit hier der Druckausgleich stattfinden kann. Ja, wie gesagt, begeistert bin ich von diesem Kappenband hier mit GH. Und ja, ansonsten hier im Innenbereich, schauen wir da nochmal, dass wir da mal reinleuchten können. Da seht ihr ganz am Ende, vielleicht seht ihr das auch nicht. Moment. Naja, da müssen wir mal gucken. Jetzt seht ihr das. Da unten ist nochmal eine Innenkappe. Seht ihr das da am Ende? So. Kann man das einigermaßen noch erkennen. So. Ja, hier unten sieht man die Innenkappe. Ansonsten klassische Aufmachung, sage ich mal. Ein Füllfederhalter, wie er eigentlich in diesen Jahren auch im Erwachsenenbereich verwendet wurde. Und ja, keine bunten Füllfederhalter waren zu der Zeit angesagt, sondern das war alles eher so im klassischen Stil. Mit den bunten Füllfederhaltern ist ja dann eigentlich erst Lamy auf den Markt gekommen. Vorher gab es so die Standardfarben von GH und von Pelikan. Und den ganzen Markt aufgemischt hat dann Lamy. Okay, soviel zur Kappe. Klassischer Abschluss hier hinten. Kappenkopf auch hier aus Kunststoff. Alles aus gut verarbeiteten Materialien. Hier ist nichts scharf. Wenn ihr bedenkt, der ist 1950 bis 1956 hergestellt. Hier hat man auch kaum Abnutzungserscheinungen dran. Also sieht schon sehr gut aus und hat sich sehr gut gehalten. Okay, legen wir die Kappe mal nebenhin. Schauen uns mal den Füllfederhalter so an. Fangen wir mit der Feder an. Das ist eine feine Feder. Gebrandet mit GH. Und unten so einem Stern dran. Ich hatte den zerlegt. Ihr könnt die Fotos bei mir auf der Website euch anschauen. Da seht ihr auch die Bestandteile. Da ist hinten nochmal eine Markierung auf der Feder drauf. Die heißt D1. Zumindest habe ich sie so entziffert. Was das bedeutet, kann ich euch leider nicht sagen. Aber es ist eine Stahlfeder mit Vergoldung. So viel habe ich rausfinden können. Dann ist es ein Kolbenfüllfederhalter. Ich habe ihn hier schon mit Tinte befüllt. Ich habe mich für Pelikan 4001 Königsblau entschieden. Passt ja irgendwie so ein bisschen, weil sie später, wie gesagt, vom Pelikan übernommen wurden. Und hier hinten seht ihr die Modellnummer 780. Könnt ihr das erkennen? Ja, so kann man es sehen. Und hier hinten steht auch noch drauf, dass es sich um eine feine Feder handelt. So, dann haben wir hier eigentlich schon alles Wesentliche beschrieben. Also typische klassische Form, kein Riese, aber liegt sehr gut in der Hand. Wenn ich den so hier festhalte, dann gibt's da keine Probleme. Ich bewege das jetzt hier hinten nicht, den Kolben, sonst kommt mir die Tinte raus. Hier das Sichtfenster zur Tinte. Hier könnt ihr sehen, wie die Tinte da drin sich schon befindet. Und hier habe ich was Interessantes. Ihr seht diesen kleinen grünen Nippel da unten dran. Da hat GH eine Innovation ins Leben gerufen, die es davor nicht gab. Und mir ist auch kein weiterer Hersteller bekannt, der dieses aufgegriffen hätte
oder das in dem Füllfederhalter umgesetzt hätte, in dem Kolbenfüllfederhalter. Es gab mal so eine Variante bei Tintenpatronen, wo man dann so einen Rest hat. Das hier ist eine Art Reservetank. Dieser kleine grüne, oder nicht eine Art Reservetank, das ist der sogenannte Reservetank. Dieser kleine grüne Hebel, den müsst ihr in Richtung Füllfederhalter schieben, also nicht zur Spitze der Feder, sondern in der anderen Richtung. Und dann wird eine Reserve freigesetzt. Und da könnt ihr noch ein bisschen weiter schreiben. Das ist ja gerade für den Bereich der Schulfüllfederhalter. Wenn ihr da in der Klausur seid, dann ist das natürlich interessant. Und dann müsst ihr nicht wieder Tinte aufziehen, aber ihr habt dann ungefähr, wenn ihr den eine Weile benutzt habt, im Gefühl, wie lange man damit noch schreiben kann. Also das ist eine sehr innovative Geschichte, funktioniert auch noch. Hier unten ist ein bisschen viel Tinte dran, die werden wir mal kurz abputzen, sehe ich gerade. So. Entschuldigung. Ja, so viel zur Feder und zum Füllfederhalter. Mehr braucht man dazu oder kann man dazu nicht sagen. Schwarzer Kunststoff, auch die Kappe oder das Endstück am Schaft, schwarzer Kunststoff, alles sehr gut erhalten, finde ich, wenn ihr euch das hier so anschaut. Wie gesagt, ich sage nochmal, im besten Falle ist er von 1956 und im schlechtesten Falle von 1950. Und dann hat er schon einige Jährchen auf dem Buckel und sieht immer noch aus meiner Sicht recht gut aus. Okay, so viel zum GH Student 780. Ach so, der sollte, Moment, ich konnte nicht hundertprozentig rausfinden, ob dieser Füllfederhalter als Student bezeichnet wird oder ob er, und das kann auch sein, Regent Student 780 heißt, weil er, so wie ich es im Internet gefunden habe, zur Regent-Serie gehört. Also beides ist möglich. Ganz klar oder ganz eindeutig konnte ich es nicht erfahren. Und insofern kann ich es euch leider hier auch nicht zu 100% mitteilen. Okay, dann machen wir gleich Maße und Gewicht. Ich habe ihn ja hier mit der Tinte befüllt, mit der Pelikan-Tinte. Und so wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, da wiegt der Füllfederhalter 17,2 Gramm. Er misst so im geschlossenen Zustand 12,9 cm. Wenn ich ihn aufschraube und in die Hand nehme, ihr seht, ich sage es ja immer wieder, ich habe eine recht große Hand, dann passt er da vernünftig rein und misst 11,5. Kein Riese, aber sehr angenehm, hält sich auch hier unten am Griffstück sehr angenehm, also da gibt es keine Probleme. Man kann ihn aber auch, wem das zu klein ist, kann man ihn wunderbar aufstecken. Ihr seht, das hält auch bombenfest und mit der Kappe aufgesteckt misst er 14,7 cm. Und ja, da liegt er natürlich auch sehr gut in der Hand. Ist er noch ein Stück verlängert nach hinten raus. Angenehm, wird natürlich ein bisschen kopflastiger, aber durchaus in einem Bereich, wo man sagt, das ist überhaupt keine Schwierigkeit, weil wir reden hier von 17,2 Gramm insgesamt und deswegen gibt es da keine Schwierigkeit. Okay, so viel zum GH Regent Student 780. Und zur Geschichte ein bisschen von GH und zu den Maßen und zum Gewicht. Und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den GH Regent oder aus der Serie Regent, deswegen setze ich es mal in Klammern. Student 780. Er hat eine feine Feder. Die Tinte ist Pelikan 4001 Königsblau. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, ich denke mal, ihr habt schon so einen gewissen Eindruck davon bekommen. Und dann könnt ihr jetzt nochmal genau zuhören, wie der Füllfederhalter sich hier im Schreibtest verhält.
Ja, ich denke mal, für eine feine Feder kommt recht viel Tinte. Feedback ist da, ist vorhanden, ist auch deutlich, finde ich, aber nicht unangenehm. Es ist an der Grenze. Also es ist nicht, dass ich sagen würde, das schreibt butterweich, den hört man gar nicht, aber es ist wirklich kein unangenehmes Feedback. Dann haben wir einen Moment offen gelassen und dann versuchen wir mal schnelles Schreiben und schauen mal, ob er sofort da ist. Ja, sofort da. Ja, hält jederzeit durch, kommt jederzeit mit, Tintenfluss hervorragend. Da haben wir auch bei einem Schulfüllfederhalter natürlich ganz wichtig, im Diktat oder so, haben wir natürlich auch kein Problem. Also solide gearbeitet. Dann versuchen wir mal verkehrt herumzuschreiben. Also wenn ich mir das so anschaue, dann würde ich sagen, das ist hier ein bisschen wie extra fein. Und hier muss ich sagen, ja, fein, wenn man das so vergleicht, könnte schon passen, aber geht so, ich sag mal, in F+, will ich es mal nennen. Geht schon so in den M-Bereich, aus meiner Sicht. Aber, was ich hier auch sagen muss, Tintenfluss hervorragend und auch das Schreibgeräusch, wie ihr es eben gehört habt, ist ganz, ganz fantastisch. Also da gibt es überhaupt kein Problem und es ist überhaupt nicht unangenehm, verkehrt herum zu schreiben und das hätte ich jetzt bei der feinen Feder nicht unbedingt erwartet. Okay, so ist es eben und manchmal wird man eben von den Dingen hier überrascht. Und dann versuchen wir mal ein bisschen Variation in die Feder zu bringen. Mal schauen, was das hier macht. Oh ja. Ah, das ist ja hier Semiflex. Schaut euch das mal an. Das sieht ja gut aus. Will ich gar nicht wieder aufhören. Also, super Feder. Klasse. Sieht wirklich gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Und Tintenfluss schauen wir uns zum Schluss nochmal an. Ja, für eine feine Feder, aber mehr als gut. Also, passt hervorragend. Okay. So viel zum Schreibtest des GH Student 780. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am GH Regent Student oder Student 780 aus der Regent-Serie von 1950 bis 1956 produziert? Also mir gefällt sehr gut das Design mit diesem GH-Logo. Ich hatte es euch vorhin gezeigt. Hier seht ihr das nochmal. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag auch dieses System hier mit dem Reservetank. Zeige ich euch hier auch nochmal. Hier unten dieser kleine grüne Nippel, der da dran ist, wo man das aktivieren kann. Ich finde, das ist eine innovative Idee. Ja, wie sich herausgestellt hat, hat die GH nicht unbedingt gerettet, sondern sie waren dann irgendwann schon Übernahmekandidat. Aber das war dann 1990. Das finde ich aber sehr schön, weil ich finde solche Dinge, die, ich sag mal, 0815 Füllfederhalter von anderen unterscheiden, die finde ich sehr cool. Und hier hat man sich einfach mal Gedanken gemacht, was wäre für Schüler und Studenten denn wichtig, damit sie da in den Klausuren nicht auf der Strecke bleiben. Gerade vor dem Hintergrund Kolbenfüllfederhalter, da muss man ja mit der Tinte aufziehen. Und beim Patronenfüllfederhalter, da könnte man ja dann einfach die Patrone schnell wechseln und dann weiterschreiben. Ja, ich fand das Schreibgefühl sehr angenehm, ihr habt es gehört. Und das Feedback war auch in Ordnung, war merkbar, war auch deutlich, aber sehr, sehr gut. Tintenfluss hervorragend. Und was mir sehr gut gefallen hat, wir haben hier eine Menge Variation aus dieser Semiflex feinen Feder rausgeholt. Das fand ich ganz fantastisch. Also insofern muss ich sagen, gefällt mir der GH Student 780 richtig, richtig gut. Also ich hatte als Kind einen Schulfüllfederhalter, da war ich jetzt nicht so begeistert, aber vielleicht lag es an mir oder an der Schule oder an beiden.
Vielleicht auch am Füllfederhalter, ich weiß es nicht. Jedenfalls muss ich sagen, von diesem Modell hier, da bin ich absolut begeistert. Was gefällt mir nicht oder weniger? Weder nicht noch weniger. Also ich habe nichts gefunden, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, das hätte GH hier anders machen müssen. Na klar, der ist Kind seiner Zeit, dieser Füllfederhalter. Der ist nicht bunt, der ist nicht mit irgendwelchen Jeans und ich sag mal Comicfiguren oder sonstigen Sachen. Aber wie gesagt, er ist Kind seiner Zeit, 1950, 1956. Da war das noch nicht so. Und insofern muss ich sagen, wirklich ein toller Füllfederhalter. Ich habe über eBay Kleinanzeigen den erstanden, habe inklusive Versand 25 € bezahlt, finde ich ist ein günstiger Preis. So in dem Dreh würde ich euch auf jeden Fall dazu raten, euch den zuzulegen. Insofern gibt es von mir für den GH Student 780 eine Kaufempfehlung. Ich finde die Feder klasse und allein dafür lohnt sich schon. Es ist ein Stück deutsche Füllfederhaltergeschichte. Auch das finde ich ist klasse. Der Füllfederhalter macht einfach Spaß. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr den Student 780 oder einen anderen Füllfederhalter aus der Regent-Serie, möglicherweise sogar mit Goldfeder? Schreibt es mir in den Kommentaren und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.